Who is this gentleman? My husband. Oh, husband. Oh, very This is good. Sarvat Manarana. Very good. What's your name? Master Ukraine. Sarvat Manarana. Sarvat Mala. Ah, so pleased. Yeah. So you stay here? Yeah. Ah, great. He helped us in the kitchen. He helped in the kitchen. Yes, yes. This is Vedanta. Yes. Grandfather Vaidyanatha. You sing also? I sing also. Oh. Was soll ich singen? Should No? You sing? No, you can sing. I sing. Jai Radha Madhava? Yeah. Whatever you want to sing. Hare Krishna also. Yeah, also. He wants to How sing many Narasimha. No, just few times. Jaya Radha Madhava Jaya
small introduction. Eine kleine Einleitung. Today we have Arruda Mathaji here from America. Heute haben wir Arruda Devidasi zu Gast aus den USA. And when she became a devotee, Als sie Devotee wurde, she got kids, she decided to teach them with the Srimad Bhagavatam. und Kinder hatte mit ihrem Ehemann, beschloss sie, den Kindern das Srimad Bhagavatam beizubringen. So she raised her kids with the Srimad Bhagavatam, and she has a lot of experience how to teach it to children. Sie erzog also ihre Kinder mit Hilfe des Srimad Bhagavatam und hat viel Erfahrung, das Bhagavatam an ihre Kinder weiterzugeben. And now she is a bit older. She decided to make books for kids about the Srimad Bhagavatam for kids. Und jetzt hat sie sogar eine Serie von Büchern über das Srimad Bhagavatam für Kinder herausgegeben. So till now, she started with Canto 1 and she reached up to Canto 6 now. Jetzt ist sie schon am 6. Kanto angelangt. Yeah, so there are 6 books and she's busy already with Canto 7. Also es sind schon 6 Bücher da und Arruda ist schon beim 7. Kanto jetzt. So these are very nice books. I was also using them in a Gurukul in Spain. Das sind also sehr schöne Bücher, die Mathaji auch in der Gurukula in Spanien benutzt hat. So and she will tell more about how to teach children and how to use Srimad Bhagavatam in the life of children. Und Arruda wird uns heute erklären, wie man also Kinder unterrichtet und das Srimad Bhagavatam im täglichen Leben benutzt. And she started with this book before homeschooling Krishna's children. Und davor hat Arruda auch dieses Buch rausgebracht, Unterricht zu Hause für Kinders Kinder, für Krishnas Kinder. Yeah. So I just wanted to show you. So we have 6 examples of this, up to first canto to 6 and the other book. Also wir haben die Bücher über das Bhagavatam und dann auch dieses zweite Buch, dieses rote. Thank you. It's not connected. Dankeschön. Ich schicke dir das Essen. Ich muss neu übertrieben. Hare Krishna. Yes. Thank you. I just want to thank Vedanath Prabhu for inviting me to his beautiful temple here. It was such a surprise to come here and see this beautiful. It's really very nice looking and well made, and and it's very attractive. Especially what's attractive about it is it's in the middle of the city. Such a wonderful location, and it was just such a surprise for me. Thank you for allowing me to come here. And I also want to thank Mantrini Mathaji for arranging this, this program today, and for bringing me from Copenhagen to here. And she's taking me to many other places after this. So thank you so much, all of you. And so I will begin my seminar. How shall we do the translation? You speak a few sentences and I translate. Okay. Mutter Arruda bedankt sich also für die Einladung und dankt auch die Matrini Devidasi, dass sie von Kopenhagen hier nach Hamburg gebracht hat. Und Arruda findet unseren Tempel sehr toll, so schöne zentrale Lage und ein schöner Tempelraum. So today I will divide the seminar into 3 parts. Also das Seminar ist in 3 Teile aufgeteilt. So these 3 sections of the seminar are based on ISKCON motto. Die 3 Teile sind der ISKCON Motto. Purity is the force, books are the basis, and preaching is the essence. Also die gründen sich auf das ISKCON Motto. Reinheit ist die Kraft, Bücher sind die Basis, die Grundlage und Predigen ist die Essenz.
So this is really the foundation of who we are meant to be So as devotees. das ist die Grundlage für unser ganzes Dasein als Devotees. So it's common for anybody in ISKCON who's trying to be a devotee, these three principles hold good. So für alle, die Devotees in ISKCON werden wollen, gelten diese 3 Prinzipien. We are first asked to purify ourselves by good sadhana. Zuerst müssen wir uns selbst reinigen durch guten Sadhana And by avoiding a few things which are going to discourage us. und indem wir ein paar Dinge vermeiden, die uns entmutigen beim hingebungsvollen Dienst. In other words, the internal cleanliness and the external. In anderen Worten, die äußerliche Reinheit und die innere Reinheit sind von Bedeutung. So the same thing holds true for children. Das Gleiche gilt auch für Kinder. So the second part is books are the basis. Das Zweite ist, Bücher sind die Grundlage. In other words, what we should do to help them, help feed their intelligence. So was können wir tun, um die Intelligenz der Kinder zu füttern? And the third is preaching is the essence, how they can share Krishna consciousness with others in order to make their own faith stronger. Und das Dritte ist, Predigt ist die Essenz. In anderen Worten, wie können die Kinder mit anderen das, was sie gelernt haben, teilen, damit ihr Glaube sich festigt? So Prabhupada said that children should do whatever the elders are doing. It's pretty much the same program for them. So Prabhupada sagt, die Kinder sollten einfach ihre Eltern nachahmen. Sie sollten das Gleiche tun, was die Eltern tun. With a few changes because they also have to go to school or study at home. Ein bisschen anders sieht das bei Kindern aus, weil sie ja zur Schule gehen müssen und Hausarbeiten machen müssen. So now I will first of all tell you what was Prabhupada's vision for our children. So, zunächst einmal werde ich euch jetzt erklären, was Prabhupads Programm für Kinder war. So Prabhupada's vision, there were 3 things that Prabhupada emphasized while he was here. Also 3 Dinge betonte Srila Prabhupada, während er hier war. One was, everybody pretty much can guess, book distribution. Erste, alle sollen seine Bücher verteilen. Second was deity worship. Das zweite, Deity-Verehrung. And third was Gurukula. Und das dritte, Gurukula. So Gurukula was very, very important for Srila Prabhupada. Gurukula war für Prabhupada sehr wichtig. And the reason is because he wanted to inculcate in our children good character. Der Grund war, dass er in unseren Kindern einen guten Charakter sehen wollte. He always, he did not want our children to actually follow the outside curriculum. Er wollte eigentlich nicht, dass die Kinder dem gewöhnlichen öffentlichen Lehrplan folgen. He said that schools today, he compared it to slaughterhouses. Er hat die heutigen Schulen mit Schlachthäusern verglichen. Of course, it feels like an extreme statement, but in today's world it's almost coming true, right? Das klingt wie eine extreme Aussage, aber heute bewahrheitet sich diese Aussage fast schon. And the reason is because the schools are just focused on just how to increase our sense enjoyment. Der Grund ist, Schulen sind eigentlich darauf ausgerichtet, die Sinnenbefriedigung zu verstärken. How to eat better, how to sleep better, how to make better, all these things. Wie man besser isst, schläft und so weiter. And these are the very things that we try to reduce. Das sind eben die Dinge, die wir versuchen zu reduzieren. This was how the Vedic culture was set up, is that how we learn how to reduce these things. Das war das Prinzip der vedischen Kultur, dass wir lernen, diese Dinge zu reduzieren. The reason is, Srila Prabhupada said that we don't need training to do these things. We don't need to go to school for this. Prabhupada sagte, um zu essen, schlafen und so weiter, brauchen wir nicht zur Schule zu gehen. These things are very innate in us. Die sind uns angeboren. No one needs training of how to eat, Niemandem muss man beibringen, wie man isst,
how to sleep better, wie man besser schläft, and how to defend. It's just natural. wie man sich verteidigt. Das ist einfach ganz natürlich. And you know, like the saying, Chanakya Pandit said, what is the mark of a good education? Chanakya Pandit erklärte, was das Zeichen einer guten Erziehung ist, Ausbildung. He said that to see every woman as a mother. Er sagte, wichtig war, eine gute Erziehung beweist sich dadurch, dass man alle Frauen als Mütter sieht. To see others' property as clods of dirt. Dass man den Besitz anderer als Schmutz in der Straße sieht. And to treat everybody as we would want to be treated. Und dass man alle so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. And basically this is character education. Und das ist Charakterbildung. And this is exactly what's lacking in today's society. Und das ist eben, was in der heutigen Gesellschaft fehlt. Because just being wealthy or being educated doesn't mean we will have good character. Denn reich zu sein oder gut ausgebildet zu sein bedeutet noch lange nicht, einen guten Charakter zu haben. In fact, Prabhupada said the world is full of debauchees and rogues and thieves. Prabhupada sagt, die Welt ist voller Schurken, Diebe und so weiter. And they may be coming from very good, rich, educated families. Und sie kommen sogar vielleicht von sehr guten und gebildeten Familien. But Vedic education is different. Vedische Ausbildung, Erziehung ist aber anders. Because Krishna is in the center, therefore one naturally adopts saintly qualities. Da Krishna im Zentrum einer solchen Ausbildung steht, aneignet man sich automatisch heilige Eigenschaften an. Prabhupada says, he mentions how even 50 years ago in India, very rich, influential families were sending their children to Gurukula. Prabhupada erzählt, dass sogar noch vor 50 Jahren reiche und gut gebildete Familien ihre Kinder in die Gurukula geschickt haben. They had everything. They could even school their children at home. Sie hatten alles, sie konnten ihre Kinder sogar zu Hause ausbilden. But the reason why they sent them, because they found the necessity of giving these qualities to the children. Aber der Grund dafür, dass sie ihre Kinder zur Gurukula schickten, war, dass sie wollten, dass ihre Kinder einen guten Charakter hätten. So they understood that due to the very strong attachment of parents towards their children, it's hard to educate them, as good brahmacharis. Es wurde verstanden, dass die Eltern wegen ihrer starken Anhaftung an ihre Kinder Schwierigkeiten haben würden, sie zu guten Brahmacharis zu machen. So therefore they would send them to a place where there would be a guru who was spiritually very advanced. Deshalb schickten die Eltern ihre Kinder zu einem Guru, der also spirituell sehr fortgeschritten war. Even Krishna did that. Sogar Krishna hat das auch getan. But now it's getting more and more difficult to send our kids to Gurukula because there's not many Gurukulas around. Aber heutzutage ist es schwer, Kinder in die Gurukula zu schicken, weil es keine echten Gurukulas gibt. So what do? Das machen wir also. The way, we can train our children at home and try to follow Srila Prabhupada's instructions to the best of our ability at home. So, wir können unsere Kinder zu Hause ausbilden und ihnen beibringen, wie man Srila Prabhupads Anweisung folgt, so gut es geht. Yes, that's what Bhaktivinoda Thakur did. He actually didn't send his 9 children to Gurukula. He actually taught them at home. So, Bhaktivinoda Thakur hat das gemacht mit seinen 9 Kindern. Er hat sie nie in die Schule geschickt, sondern sie zu Hause geschult. And he gave such good training that the outcome was one of his children was Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj, the spiritual master of Srila Prabhupada. Und die Ausbildung, die er ihnen gab, war so gut, dass einer von ihnen, Bhaktisiddhanta Saraswati, wurde, der spirituelle Meister von Srila Prabhupada. So this is what I tried to do. Das ist also das, was Arruda versucht zu tun. Actually, when I had my children, I was a very new devotee. Als sie ihre Kinder hatte, war sie noch ein sehr junger Devotee. And
wasn't well versed in Shastra, or I just had a desire to, to follow, to have a Vedic lifestyle for our children, or Krishna conscious lifestyle rather. Sie wollte einfach nur einen Krishna-bewussten Lebensstil für ihre Kinder einrichten. So at that time we were living in a place called Boise, Idaho, which is not a very big city, about 300,000 people. Zu der Zeit wohnten sie in der Stadt Boise, Idaho, eine Stadt von ungefähr 300.000. And there was Leuten. no devotees there. There was no devotee association. Und es gab dort überhaupt keine Devotees. So in order to create association, we had to start a center. Um also die Devotee-Gemeinschaft zu bekommen, mussten sie ein Zentrum gründen. So when my children turned school-going age, 5 years old, Und als der Älteste 5 Jahre alt wurde, I started thinking about their school, where I'm going to send them. da machten sich die Eltern Gedanken, wo schicken wir unsere Kinder zur Schule? And like many parents, I opted for a private school, thinking that the value system will be better, and academically and spiritually, there will be more gain. Und sie fassten zuerst eine Privatschule ins Auge, weil sie meinten, da seien die Kinder besser geschützt. And I would volunteer time over there. You would what? Volunteer time at the school, I would go. Arruda stellte da frei ihre Dienste zu dieser Schule zur Verfügung. But very soon I realized that actually there was it was lacking on both fronts, spiritually and materially. Aber bald erkannte sie, dass es da sowohl spirituelle als auch materielle Mängel gab. Of course, everybody would understand the spiritual part, right? The value system. Natürlich verstanden alle das spirituelle Wertesystem, But even materially, I found lacking. aber sie fand dort viele materielle Mängel. One time I sat in my older son's math class, and he finished like 20 minutes early, and he was just sitting around wasting his time. So, einmal zum Beispiel war ihr ältester Sohn in der Mathematikunterricht und machte die Matheaufgaben, war 20 Minuten früher fertig als die anderen Kinder. So we have to realize that schools are meant for the average. Und er saß dann nur rum und langweilte sich, also dass sie erkannten, dass die Schulen für den Durchschnitt bestimmt sind. So if you're below average, you're frustrated, and if you're above average, if you're above average, you're frustrated, and if you're below average, you are also frustrated. So, die Kinder, die also überdurchschnittlich begabt sind frustriert, und auch die unterdurchschnittlich begabt sind frustriert. Because you're not challenged. Weil- It's meant for the average. Weil es für sie keine Herausforderungen gibt. And worst of all, when they came home and I tried to get their mind on devotional things, it was very difficult. Und dann, als die Kinder nach Hause kamen und sie versuchte mit ihnen über Krishna-Bewusstsein zu sprechen, wurde das sehr schwierig. It was very difficult to pull them away from the environment that they had been in for 8 hours. Es war sehr schwierig, sie aus der Umgebung herauszuziehen, in welcher sie sich für 8 Stunden befunden hatten. And then as devotees, you always have to worry about whether they are able to get food offered to Krishna, because there would be so much of the unoffered food there. Und als Devotees machte sie sich immer Sorgen, ob die Kinder auch geopferte Speise bekamen, weil da so viel ungeopferte Speise So drauf I war. So my husband and we started thinking about alternative ways of schooling. Also ihr Mann und sie dachten über alternative Arten der Beschulung nach. And it happened that I came upon the idea of homeschooling, which is in America is quite well accepted. Und schließlich entschieden sie sich für den Unterricht zu Hause, was in den USA gang und gäbe ist. It was such a far out idea. It seemed like a little crazy idea. Am Anfang schien es ein bisschen verrückt zu sein, Because growing up, as Indians, Indians are very much, driven to academic achievements. Inder sind im Allgemeinen sehr ehrgeizig, akademische
Titel zu erlangen. And so everybody thought we were even crazy to consider the idea. Und deshalb dachten alle, es ist verrückt, die Kinder zu Hause zu beschulen. Yeah, but then we wanted to take the plunge. Aber sie wollten dann die Herausforderung annehmen. And we bought a curriculum for the whole year for both of them. Und sie schrieben dann einen Lehrplan für ein ganzes Jahr. In America, you can buy a full year's curriculum. In den USA kann man einen Lehrplan für ein Jahr schon kaufen. But then, and so I started teaching them, and in summer only, because I was thinking that if they do well, then we'll continue, or I'll send them back to school. So, sie begannen also im Sommer, weil sie dachten, im Winter können sie wieder zur Schule gehen, die Kinder. But unbelievably, in 3 months they finished the entire year's curriculum. Aber erstaunlicherweise waren die Kinder in 3 Monaten mit dem Lehrplan für das ganze Jahr schon fertig. And they were studying like about 2 hours a day. Sie lernten nur zwei Stunden am Tag. And there was so much time during the day to do so many activities. Und so hatten sie so viel Zeit während des Tages für verschiedene Aktivitäten. My younger one loved music, so there was so much facility to excel in that area. Der Jüngere interessierte sich für Musik, also es gab so viel Möglichkeit, sich musikalisch zu betätigen. My oldest son likes Sanskrit, so there was so much time. Der Älteste interessierte sich für Sanskrit, dafür gab es auch viel Zeit. So anyway, I'm not here to convert all of you to to switch to homeschooling. Also ich bin nicht hier, um euch alle für den Schulunterricht zu Hause zu interessieren. But what I'm going to tell you is a little bit of my day schedule and share with you that how to get a good education for our children, everything is there in Prabhupada's process. Aber sie will also ein paar Grundlagen für den Unterricht zu Hause uns erklären und sagen, wie alles in Prabhupads Vorgang schon eingeplant ist. Because after following outside curriculum, I actually gave it up. I threw it out. Denn Mathaji folgte zunächst dem Lehrplan von draußen, aber den gab sie dann auf. And I started teaching entirely from Srila Prabhupada's books, Und especially Srimad sie Bhagavatam. begann ganz und gar auf der Grundlage von Srila Prabhupads Büchern zu unterrichten, besonders Srimad Bhagavatam. So that Srimad Bhagavatam took care of all the language arts. Das Srimad Bhagavatam deckte dann den ganzen Sprachunterricht schon ab. And I was teaching math, which took care of all the sciences. Und sie unterrichtete auch Mathematik und das deckte den Unterricht in den Wissenschaften ab. And for about 10 years, they didn't do anything else other than 5 things. Denn what? They did 5 R's. Fünf Unterrichtsfächer gab es also für die ganzen 10 Jahre. Reading, writing, arithmetic, wrote and raga. So, Lesen, Schreiben, Mathematik, then what? Arithmetic? Yeah, wrote, memorization, Wrote. and raga is music. Also Musik und auswendig lernen. We call it the 5 R's. Die 5 R's. So now all the language arts came from the study of Srimad Bhagavatam, Alle Sprachen kamen von dem Studium des Srimad Bhagavatam. and math that we were doing in the afternoon took care of all the sciences. Und in dem Mathematikunterricht waren alle Wissenschaften mit drin. So what was my day like? So wie sah ihr Tag also aus? So the children woke up in the morning. They were not waking up at 4:30. There was quite a bit of struggle to get them to wake up early. Die Kinder standen also morgens auf. They did get up at 4:30? No.
Sometimes, not always, not always. Also standen früh auf, aber meistens nicht um 4:30. Because we were struggling because we had a preaching center and our programs went very late. Weil sie ein Predigtzentrum hatten und die Programme gingen noch bis spät abends. But we were getting up because we had a temple and there was service to be done on the altar. Aber das Ehepaar, die Eltern standen auf, weil sie einen Tempel hatten und die Altardienste zu verrichten waren. But when children woke up, which was closer to like 6 o'clock, Aber die Kinder wachten dann meistens erst um 6 Uhr auf. the first thing that we did was a morning program, Das erste, was sie taten, war das Morgenprogramm. a full morning program, Ein volles Morgenprogramm. which means, including Tulsi Puja and Guru Puja. Mit Tulsi Puja, Guru Puja, allen Dingen. And this is how the day started. Und so begann der Tag. We never skipped it. Das haben sie immer so gemacht. And then we would do Srimad Bhagavatam for about 2 hours. Dann haben sie 2 Stunden lang das Srimad Bhagavatam studiert. And it is so nice because, and should be telling you the methodology of how we study Srimad Bhagavatam. Und ich werde euch jetzt sagen, wie sie das Srimad Bhagavatam studierten. Because as you know, in Srimad Bhagavatam, one point leads to another point, to another point. Weil das Bhagavatam so aufgebaut ist, dass es ein Thema erklärt wird, dann entwickelt sich ein nächstes Thema, dann daraus das nächste. And pretty soon you've covered so many different topics. Und da wurden dann so viele verschiedene Themen dann behandelt. And we were doing it through discussion, so it was very interesting and interactive. Und sie haben das in Form von einer Diskussion gemacht. Das war dann sehr So interaktiv. And the nice thing was that since there was no bell ringing for the next class, we took as much time as if we wanted. Und weil es da keine Pausenklingel gab, haben sie sich so viel Zeit genommen, wie sie wollten. And then after we finished that, they would take some breakfast and or lunch. You know, being at home, everything was very flexible. Und dann nach der Bhagavatam-Session haben sie dann gefrühstückt oder wenn es lange dauerte, Mittag gegessen. Es war alles sehr flexibel zu Hause. And then we would go out and participate in different activities in the city. Und dann haben sie an verschiedenen Veranstaltungen in der Stadt teilgenommen. There's so many things going on in the city, and I would arrange that ahead of time. Also es gab viele Veranstaltungen in der Stadt und sie waren meistens etwas früher schon da. And we would have book tables or prasadam tables. Und sie hatten Büchertische, Prasadam-Tische. And we would participate in events such as school programs, Sie nahmen an Schulprogrammen teil. where we would go and give a presentation on the philosophy of Krishna consciousness and lifestyle. Wo sie dann die Philosophie und den Lebensstil des Krishna-Bewusstseins erklärten. And all this would be arranged ahead of time. Und das wurde alles im Voraus schon geplant. And, Boise was very, starved of diversity, so they happily agreed. In Boise war wenig los, so die freuten sich über diese Veranstaltung. And when they were little, we went to places that like preschools, libraries, because they were little. So als sie noch klein waren, gingen sie in den Kindergarten, zu Büchereien. And we would do all the presentation, but they would be, participating actively. Und haben da Veranstaltungen geleitet und die Kinder machten mit. If, for example, they would be playing, chanting on the harmonium or putting dots on the girls and tilak. Sie haben also dann Harmonium gespielt und den Kindern Tilak aufgetragen zum Beispiel. They would get opportunity to explain what they were wearing. Und sie konnten erklären, was sie trugen, Dhoti, Kurta. And we as adults would field, encourage questions, and we would talk about our philosophy basically. Und die Erwachsenen sprachen über die Philosophie. It was just
so enjoyable and so much fun for them. Das war also so schön für die Kinder und auch brachte ihnen viel Spaß. I mean, it just, so if you ask my children what they studied in their homeschooling days, they can't remember anything or study. Wenn ihr also unsere Kinder fragt, was sie denn zu Hause gelernt haben, können sich an nichts erinnern. They thought it was one big play. Sie denken, das war ein großes Spiel. And it's all what Srila Prabhupada gave us. Und das ist, was Srila Prabhupada uns gegeben hat. And so after that we'd come home and then we would, in the afternoon, we would do other subjects. Und am Nachmittag haben sie dann andere Themen behandelt. And that was math, rote and raga. Nämlich Mathematik, auswendig lernen und Raga. Rote, how do you Yeah. spell it? R-O-T-E. R-O-T-E. Memorization you can, yeah. Ah, okay. So, and then of course, evening there would be, this free time for children and to play and all that. Und abends hatten die Kinder dann Zeit zum Spielen und so weiter. So I just wanted to just share that how, Srila Prabhupada gave us everything to raise a wonderful child. So, sie wollte uns nur erklären, wie Prabhupada uns alles gab, um Kinderwunder sehr gut zu erziehen. We don't have to isolate our children. We insulate them. Wir brauchen unsere Kinder nicht zu isolieren, wir sollten sie aber, also nicht abtrennen, wir sollen sie aber isolieren, also ja, eine gute Isolation verschaffen. Like you see, we were so much outside, spending so much time outside, presenting Krishna consciousness to others. Wir verbringen also viel Zeit damit, das Krishna-Bewusstsein anderen zu präsentieren. We were even doing prison programs once a month. Sogar einmal im Monat. What type of programs? Prison. Going to the prison. Gefängnisprogramme sogar einmal im Monat. So they had so much exposure to the outside world, but in a way that, in a Krishna conscious context, and protected. So, die Kinder waren also der äußeren Welt sehr oft ausgesetzt, aber beschützt durch Krishna-Bewusstsein. Because sometimes we think education means sitting behind a desk 8 hours a day, being practically sentenced to behind a desk. Oft glauben wir, dass Ausbildung bedeutet, hinter einem Tisch zu sitzen, 8 Stunden am Tag, wie also als sei man im Gefängnis, als säße man im Gefängnis. I don't want to give an impression that they didn't do any study. Ich will nicht den Eindruck vermitteln, dass unsere Kinder nichts gelernt hätten. The thing was that when we raise our children in Krishna consciousness, there's so much motivation that they want to study. Es geht hier darum, dass wenn wir unsere Kinder im Krishna-Bewusstsein aufziehen, dann ist da so viel Motivation, dass sie studieren wollen. So later on, when they had to study all these other subjects from outside, they were enthusiastic learners. Also später, als sie dann wirkliche Ausbildung machten, da waren sie enthusiastisch beim Lernen. And this is one of the misconceptions people think, that if you teach them at home, they have no incentive to do material subjects. Und das ist also eine Fehlauffassung, dass man glaubt, wenn man die Kinder zu Hause ausbildet, dass sie dann keinen Anreiz haben, materielle Dinge zu studieren. In other words, Prabhupada's process is just going to make a child fit just to be in the ashram or something. Dass also Prabhupads Vorgang darin besteht, dass die Kinder im Ashram bleiben. Nothing wrong with that, but yet people are fearful, right? Daran ist nichts Falsches, aber die Menschen haben Angst davor. But no, Srila Prabhupada, what he gave us, creates children who are enthusiastic learners. Prabhupada wollte Kinder, die enthusiastisch lernen. Because they are, Krishna is center. Denn Krishna ist im Mittelpunkt. They see a purpose in life because of the study of Srimad Bhagavatam.
Das Studium des Bhagavatams führt zum Fortschritt im Leben. And slowly, gradually, I developed more and more faith. So allmählich entwickelte sie mehr und mehr Glauben an diese Methode. Say honestly, I didn't have that faith. It grew as when I started seeing the rewards. Am Anfang hatte sie dieses Vertrauen nicht, aber das Vertrauen wuchs, während sie also diesen Unterricht mit den Kindern machte. Now I'm speaking like that because now I have such strong faith because I completed it and I could see the results. Jetzt kann sie so reden, weil sie eben die Resultate sehen kann. And and people I feel like they are looking elsewhere for their children, for their children's education and growth, but it's all here in Srila Prabhupada's process. Und die Devotees sehen sich außerhalb von Prabhupads Büchern nach Anregungen für die Ausbildung ihrer Kinder, aber alles ist in Wirklichkeit schon in Prabhupads Büchern. So, this is the first section, purity is the force. Das ist also das erste jetzt, Reinheit ist die Kraft. So, in order to create a child who's strong internally, one has to do some spiritual practices. So, um ein spirituell gestärktes Kind zu erziehen, braucht man selbst spirituelle Praxis. But before that, there's also things that we need to avoid for our children. Wir müssen für unsere Kinder müssen lernen, gewisse Dinge zu vermeiden. And one of those things is avoiding television and limiting internet. Eine dieser Dinge ist, Fernsehen zu vermeiden und das Internetbenutzung einzuschränken. And the reason is twofold. The content is the problem and the medium is the problem. Da gibt es zwei Probleme. Einmal der Inhalt und dann das Medium an sich. You see, learning from television or the internet is passive learning. Vom Fernsehen oder aus dem Internet zu lernen ist passives Lernen. It's a one-way download from the tube to the brain of the child. Es ist also ein einseitiger Abruf von der Röhre in das Gehirn des Kindes. There's no active participation. Keine aktive Beteiligung. There's no active learning. Es ist kein aktives Lernen. So what happens is the brain becomes mentally lazy. Dadurch wird das Gehirn mental faul. And therefore the brain doesn't want to exercise, doesn't want to work too hard on things that are challenging. Und das Gehirn will deshalb nicht an Herausforderungen heran. They've done research that the time that we are on the screen, the brain activity is zero. Während man also die Mattscheibe betrachtet, ist die Gehirnaktivität auf Null geschaltet. So the children lose the ability to critically think and do good reasoning. Die Kinder verlieren also die Fähigkeit, kritisch zu denken und ihre Vernunft zu nutzen. And they become attracted to things that are mentally easy. Und sie fühlen sich zu Dingen hingezogen, die mental leicht zu begreifen sind. And that is why statistically, ever since there became this became the norm, the reading and math skills in children have really gone down. Und das ist der Grund dafür, dass die Lese- und Rechenfähigkeiten der Kinder sich im Laufe der Zeit verschlechtert haben. So why do we feel so driven towards this medium? Warum fühlen wir uns so sehr hingezogen zu diesem Medium, der Mattscheibe? Because it creates in us a type of psychological situation which is called addiction. Diese Medien erzeugen in uns eine Sucht, im psychologischen Zustand Sucht genannt. In America, I think it's about 90% of children over 12, they go online every day.
In den USA gehen 90% aller Kinder über 12 Jahren täglich ins Internet. And first of all, the content is a problem because it breaks all the 4 regulative principles. Einmal ist der Inhalt ein Problem, denn er bricht alle 4 regulierenden Prinzipien. The very things that as devotees we are trying to avoid, this medium promotes that. Genau die Dinge, die wir im Krishna-Bewusstsein zu vermeiden versuchen, werden durch dieses Medium Internet und Fernsehen betont. In other words, television is bad association. In anderen Worten, Fernsehen ist schlechte Gemeinschaft. We have some idea that even when our children are going to school, we try to make sure that they are not in bad association. Wir machen uns Gedanken, wenn die Kinder zur Schule gehen, dann wollen wir zumindest erreichen, dass sie sich nicht in schlechter Gemeinschaft befinden. We try to restrict them from going to mundane parties, staying too late, or just in general not associating with people who are doing sinful things. Wir wollen, dass sie nicht zu spät ins Bett gehen, dass sie nicht zu sehr viel Zeit auf Partys verbringen und dass sie sich von Menschen fernhalten, die schlimme Dinge tun. And avoiding the 4 no-nos. Und sie sollen natürlich die 4 sündhaften Aktivitäten vermeiden. But by giving them, by allowing them to be on the internet or and watch television, we are giving them that association. Aber wenn wir ihnen erlauben, fernzusehen oder das Internet zu nutzen, dann geben wir ihnen diese schlechte Gemeinschaft. They may be avoiding externally, but this is a very powerful way of bad association. Vielleicht vermeiden sie schlimme Dinge äußerlich, aber das Internet und Fernsehen, das ist eine sehr starke, schlechte Gemeinschaft. Today, this is where, through the social media, this is where their actual friends are. In the social media. Their friends are Ihre Freunde nutzen ja auch diese sozialen Medien. they've lost the ability for real community relationships. Sie verlieren die Fähigkeit für wirkliche Gemeinschaft. Due to that, they lack social skills now. Und deshalb fehlen heutigen Kindern und Jugendlichen meist soziale Fähigkeiten. And content is a problem because so much of internet is now objectionable material like pornography. Und der Inhalt ist auch ein Problem, weil im Internet befinden sich zum Beispiel Inhalte, die absolut schädlich sind, wie zum Beispiel Pornografie. We think that this can never happen to my children, of course. Wir glauben natürlich, dies kann niemals meinem Kind passieren. But statistically, it's proven that children, below the age of 10 also get into sites like that. Aber es ist statistisch bewiesen, dass sogar Kinder unter 10 Jahren solche schlimmen Seiten besuchen. If one is on the internet long enough, it's just 2 clicks away. Wenn man lange genug im Internet ist, dann ist es nur 2 Klicks weiter bis zu pornografischen Seiten zum Beispiel. And children are not looking for these things. Und die Kinder suchen nicht nach diesen Dingen. They accidentally come upon these things, and it's enough for a curious child. Sie entdecken sie zufällig und für ein neugieriges Kind ist das dann schon genug. I was in India doing these seminars, and 2 mothers came to me in different temples, and they were crying because their children got addicted. They were watching this. Und gab einmal in Indien ein Seminar und 2 Mütter kamen zu ihnen und die Mütter waren verzweifelt, weil sie ihre Kinder Pornografie im Internet anschauten. And they didn't know how to stop it. Und sie wussten nicht, wie sie das einschränken sollten. So, and even the children, the teenagers themselves are realizing that it's beyond their control now.
I mean, just the addiction, social media addiction. Und Teenager heute verstehen auch, dass diese Sucht nach sozialen Medien jenseits ihrer Kontrolle ist. The suicide rate is so getting higher and higher in America every day. In den USA steigt die Selbstmordrate täglich. So, there's a problem with why they cannot control. There was one girl just in Denmark who came and told me that she's going, an Indian girl, she was telling me that how she was going through depression because she can't stop watching. She can't stop being addicted to the internet. Gerade jetzt war Mathaji in Dänemark, da sprach ein Mädchen zu ihr und sagte, sie hat Depression, dieses Mädchen hat Depression, weil sie so süchtig nach dem Internet ist. And she does not know how to stop it. Und sie weiß nicht, wie sie damit aufhören soll. And she couldn't understand why. Sie konnte auch nicht verstehen, woher das kam. Because intelligence was telling her this is what's creating the problems, the depression and the anger. Die Intelligenz sagte ihr wohl, diese Angewohnheit, Medien zu nutzen, erzeugt Depression und Ärger. Because but the urge was uncontrollable. Aber der Drang war unkontrollierbar. And that's because internet works in the same way that drugs work. Das Internet arbeitet auf die gleiche Weise wie Drogen. It also releases similar drug like dopamine. Das Internet fördert dieses Dopamin And that creates the urge to have more and more. und das führt zu dem Drang, mehr und mehr davon zu konsumieren. So children who are, watching or on the internet, they are facing problems of anger, depression, suicide. Die Kinder, die Internet nutzen, die haben mit Problemen wie Zorn, Depression und Selbstmordgedanken zu tun. The inability to face challenges, simple challenges. Die Unfähigkeit, einfache Herausforderungen anzunehmen. And what to speak of inability to perform. Und die Unfähigkeit zu leisten, Leistungsschwäche. Because they've done research that it permanently damages the brain. Erforschungen haben ergeben, dass dieser Medienkonsum das Gehirn schädigt. It rewires the brain and permanently damages it. It rewires. The brain is the brain. Also es beeinflusst das Gehirn sehr schlecht, auch sehr negativ. Because if it's introduced very early in their lives, it's irreversible. Wenn dieser Medienkonsum schon früh in der frühen Kindheit beginnt, dann sind die Schäden unumkehrbar. If you take it later on in your life, when you get older, then the damage is not so great. Wenn man später im Leben damit anfängt, dann ist der Schaden nicht so groß. Because the brain has already been formed. Weil das Gehirn bereits geformt ist. It still has all the dangers of addiction and all that. Die Gefahr der Sucht und so weiter ist immer noch da. But the damage is a lot more for children. The earlier we give, the damage is. Aber je früher dieser Medienkonsum in der Kindheit beginnt, desto größer ist auch der Schaden. A lot of reasons why parents allow their children, even though they know that it's not good, is because they feel the pressure of their peers. Ein Grund, warum Eltern ihren Kindern diesen Medienkonsum erlauben, ist der Druck der Freunde der Kinder. They feel that they will look foolish among their friends, and so it will create greater problems, emotional problems. Sie befürchten, dass die Kinder bei ihren Freunden dumm aussehen werden und dass, wenn sie keine Medien konsumieren, und dass das dann zu größeren Problemen führt. And that is why we have to understand that books are the basis. Und deshalb müssen wir verstehen, Bücher sind die Grundlage. Unless we give them knowledge
the higher knowledge from the Shastra, the intelligence, and feed the intelligence as to why they shouldn't be doing it, or give them a higher taste. Sorry. So, wir müssen also ihnen erklären, warum die Bücher gut sind und sie einen höheren Geschmack erzeugen. In other words, we have to replace it with a higher taste. In anderen Worten, wir müssen diesen Medienkonsum mit einem höheren Geschmack ersetzen. And give them an understanding why these things are going against our core of being a devotee. Und wir müssen den Kindern erklären, warum dieser Medienkonsum gegen die Hingabe zu Krishna arbeitet. In other words, it's bad association and encourages bad behavior. In anderen Worten, es ist schlechte Gemeinschaft und führt zu schlechtem Verhalten. All the problems that we see in society today, you know, the lack of the parents, you know, the children not respecting their parents, or, you know, all the crime and the evil that we see is due to this. Today is due to this exposure to the technology. Viele Probleme, die wir heute in der Gesellschaft sehen, wie fehlender Respekt gegenüber den Eltern und Älteren und andere Probleme, liegen an diesem Medienkonsum. Why are children, developing bad habits and bad qualities? Warum entwickeln unsere Kinder schlechte Angewohnheiten, schlechte Eigenschaften? Is because they're learning from this medium that anybody who's in the position of authority or superior is foolish. Weil sie von diesem Medium lernen, dass jeder in einer vorgesetzten Position dumm ist. Character buildings comes from the ability to follow. Die Bildung des Charakters kommt von der Fähigkeit nachzufolgen. There can be no good character unless one learns how to follow authority. Es kann keinen guten Charakter geben, wenn man nicht lernt, der Autoritäten zu folgen. When Parikshit Maharaj was born, then Yudhishthir Maharaj's first concern was whether he was going to follow his ancestors. Als Parikshit geboren wurde, machte sich Yudhishthir zunächst einmal darüber Gedanken, ob Parikshit in der Lage wäre, den Vorfahren zu folgen. You know, one shows in Vedic culture, you show the astrology as soon as the child is born. In der vedischen Gesellschaft macht man ein Horoskop, sobald das Kind geboren wird. And because he was such a great person, the astrologer naturally was telling how all the wonderful things he would do. So der Astrologe hat also dann zunächst mal erkannt, was für wundervolle Taten dieses Kind vollbringen würde. But Yudhishthira Maharaj's concern was, is he going to follow his ancestors? Aber Yudhishthira machte sich Gedanken, wird er den Vorfahren nachfolgen? Because that's where character is. Denn das bedeutet Charakterbildung. And this is where the children learning from, is all from television and internet. So heutzutage lernen die Kinder vom Fernsehen und vom Internet. I'll repeat that example of my son. You know, when he was on a long flight, and he turned on, you know, they grew up not watching television, but when he was sitting on the plane, it was very long, so he wanted to see what's on, so he turned it on. Oder zum Beispiel einmal hat Arruda mit ihren Kindern, hatten einen sehr langen Flug, das war langweilig und die Kinder wollten sehen, was für Filme es zu sehen gab da im Flugzeug. And what he saw was this show where the entire show of 30 minutes was all about how foolish your parents are. Und sie hatten da einen Film, da ging es darum, wie dumm die Eltern waren. And so he realized that, you know, how it was affecting his consciousness. You know, how strong, how powerful these things can be. So er erkannte, wie das sein Bewusstsein beeinflusste.
And if one is exposed to this long enough, you naturally will think your parents, these revered members, or any senior, superiors, are not meant worthy of our respect. Und wenn man also so etwas lange genug ansieht, dann denkt man ganz natürlich, dass die älteren Mitglieder der Gesellschaft keinen Respekt verdienen. And in America, at least, you see it all over the place. Und in den USA sieht man das überall. They refer to their dads, they talk in such a casual way. They are rude. Sie sprechen also schlecht über die Vorfahren in rüder, roher Manier. So where is all this coming from? Woher kommt das alles? Is this exposure to technology? Das kommt durch die Kontakt mit der Technologie. So what should we do? Internet is an integral part of our children's and our life. Was sollen wir also tun? Internet ist ein integraler Teil unseres heutigen Lebens. We can't just not have internet. Even the teachers expect the children to do their homework on the internet. Wir können es nicht abschalten. Die Lehrer erwarten sogar von den Kindern, dass sie ihre Hausarbeiten im Internet machen. It's just that we have to use it like a tool. We need it for something, we use it and we turn it off. Wir müssen es aber als Werkzeug benutzen. Wir benutzen es als Werkzeug und stellen es ab, wenn wir fertig sind. The always browsing on the internet and using it for entertainment, that's what very detrimental. Was also den Charakter schädigt, ist, das Internet als Unterhaltungsmedium zu nutzen. Our own example is very important, and as a community in the temple, it's nice to have a strong community where the parents can do the same thing for their children. Also unsere eigene Gemeinschaft ist sehr wichtig und die Kinder können dann lernen von den Eltern lernen, wie man das Internet nutzt. Just one last thing I want to tell you, that how the Steve Jobs, who's the owner of Apple, he was once interviewed by a reporter. Steve Jobs wurde einmal von einem Reporter interviewt. And the reporter said to him that, oh, your children must be having the latest Apple, these smartphones, and he wanted him to talk about it. Und der Reporter sagte, oh, deine Kinder müssten also die letzte Version des Smartphones haben. Und er wollte, wie Steve Jobs darüber redete, wie seine Kinder auf dem neuesten Stand seien. And Steve Jobs said, they don't even have it, they don't even own it. Steve Jobs sagte, die haben überhaupt solche Geräte gar nicht. Because it's so bad for you. Weil es so schlecht ist. But these are the people who are making other people's lives miserable. Aber diese Technologen verderben das Leben anderer Menschen. So in the Silicon Valley, there's a school where 75% of the children don't even own a smartphone. In Silicon Valley gibt es eine Schule, wo 75% der Kinder nicht mal ein Smartphone besitzen. Because they come from families who are working for these high-tech firms. And they know and they understand. Weil sie aus Familien kommen, die für diesen Hightech arbeiten und die kennen die Gefahren dieser Technologie. So if we don't educate ourselves and open our eyes to the influence of these smartphones, then there will come a time that we will actually start regretting it. Again, could you say? We will start regretting it. Wir werden also bedauern, dass wir diese Smartphones benutzen. And it will be 10 years from now when we will realize, but it will be too late for our children. In 10 Jahren werden wir das erkennen, aber dann wird es schon zu spät sein für unsere Kinder. Just like smoking is now everybody understands. In America, people don't like to smoke anymore. Zum Beispiel heute verstehen viele, dass Rauchen schlecht ist. In den USA rauchen die Leute gar nicht mehr. Because there was so much publicity, against it, that people understood that this is bad for me. Weil
weil überall veröffentlicht wurde, wie schlecht das Rauchen ist. In the same way, when things get really bad, then people will recognize that how bad this is for our growing children. So, die Menschen werden genauso in gleicher Weise erkennen, wie schlecht diese Smartphones für unsere heranwachsenden Kinder sind. And expert people on this, they say there's actually no other way except to just take it away. Und Experten sagen, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, als diese Dinger wegzunehmen. So now we'll go to the things that we should do. Willst du vielleicht mal einspringen? Willst du jetzt? Things that we should do to make it Eigentlich nur conducive für for our children. Misha, you know English? Oh, Misha, was I saw? Misha? Ja. so jetzt bist du. I will do translation for him. Okay. So I have to sit there, I have broken my neck. Soll ich mal mit dir auf den Stuhl setzen? Ja, ich sitze. Hadi. This was an important topic, but now I'll go fast. Yeah. Okay. Because we want to stop at 8:30 something. Yeah, we take prasadam at 8:30. So good morning program is very important for our children, So ein gutes Morgenprogramm ist sehr wichtig für die Kinder. and needless to say, it is important because children when they become internally strong by good sadhana, then they are able to take the negativity outside. So wenn sie tatsächlich einen guten Sadhana haben, können sie die negativen Dinge loswerden aus ihrem Geist. When we start the day with the chanting and dancing Krishna's names, it somehow prepares us for the whole day. So wenn wir den Tag anfangen mit Chanten und Tanzen, dann sind wir sehr gereinigt für den ganzen Tag. And it gives a kind of a proper Krishna conscious perspective to children and to people who are working as to the purpose of life. Denn das gibt ihnen eine gute Grundlage für die Menschen und Kinder und Erwachsene, um ihr Leben richtig Krishna bewusst ausführen zu können. Because we need an antidote for our children who are exposed to the outside world for so many hours a day. So wir brauchen etwas, um der Welt außen entgegenzuwirken. It makes them peaceful, intelligent and well behaved. Es macht sie friedlich, intelligent und so bringt ein gutes Verhalten. Of course, with children who are going to school, we can make it flexible and practical. Und diejenigen, die zur Schule gehen, macht sie flexibel und, was war das, flexibel? Und praktisch, ja. And also enjoyable. Und das macht sie auch voller Freude, sie können das genießen. Now, talking about japa, which is all very, very difficult to, not easy to introduce japa in our children's lives. So, es ist nicht so einfach, das Japa oder das Chanten in das Leben der Kinder zu integrieren. So, what I try to do is chant whenever we chant it together, basically. So, was ich mache, dass wir dann zusammen chanten. If left alone, children tend to develop bad habits, and they may even lie that they're chanting, but they're not chanting. So, wenn man sie alleine lässt, dann verursacht das, dass sie gar nicht chanten und dann sogar lügen, dass sie gechantet haben. Prabhupada said that chanting should not be used in the form as a punishment or as a reward. So, das Chanten sollte nicht benutzt werden als eine Art Strafe und auch nicht als eine Art Belohnung. We should not force our children to chant. Man sollte sie nicht zwingen zum Chanten. Punishment means we punish them. If they're bad, then we tell them, okay, you've been bad, now go and chant one round. So, man sagt, wenn so eine Bestrafung, wenn du jetzt nicht ordentlich bist, dann musst du eine Runde chanten. Or reward means you've been a good boy, you chanted 3 rounds, here's an ice cream. So, ja, du bist ein guter Junge, dann chantest du 3 Runden, jetzt kriegst du auch was Gutes geschenkt. We did a seminar in Chowpatty, Bombay, and
our audience was 50% was brahmacharis from that temple. So, ich machte mal ein Seminar in Chopati und die meisten der Zuhörer waren Brahmacharis. And we were wondering, why are they here? Und ich habe gefragt, warum bin ich denn überhaupt hier? It's because they were preaching to families. Weil sie zu den Familien gepredigt haben. And there were a couple of things that they were finding very troubling. Und sie fanden einige Dinge, die sehr beunruhigend waren. One was that the parents were very, very fired up and doing a lot of services in the temple. Die Eltern waren sehr inspiriert, viele Dienste im Tempel zu machen. But the children were not enthused and they would not even bother to come to the temple. Aber die Kinder waren nicht enthusiastisch und wollten auch nicht mal zum Tempel kommen. And staying at home means a lot of trouble. So, das heißt, sie waren zu Hause und das bedeutet viele Probleme. And then they liked this idea of this japa, this idea of not using it as a punishment and reward, because they were finding it getting difficult to get brahmacharis to start chanting. So, sie fanden das als eine gute Hilfe, nicht darüber nachzudenken, das als eine Bestrafung oder als etwas Positives zu sehen, weil die Brahmacharis sollten ja auch chanten. Das war für die auch ein Problem. Because they were realizing they were using it kind of like a punishment. So, weil sie das auch benutzten als eine Art Bestrafung. So this is a very special time, japa. It's between Krishna and the person who's chanting. So, das ist eine besondere Zeit des Japas zwischen Krishna und demjenigen, der chantet. So it must be presented in a way that's encouraging. So, es muss so präsentiert werden, dass es inspiriert, das zu tun. And children can be encouraged to chant in groups because they like it when their friends are also chanting. So, sie sollten ermutigt werden, in Gruppen zusammen zu chanten, das inspiriert sie gegenseitig. Now the next one is eating prasadam. Das nächste ist Prasadam zu essen. So sometimes we don't take that very seriously when it comes to our children. So, manchmal nehmen wir das nicht so ernst, wenn es um unsere Kinder geht. Because this is sometimes a big struggle. So, das ist manchmal ein großes Problem, Because food is available everywhere, especially in schools. weil überall gibt es was zu essen, insbesondere auch in den Schulen. But if trained properly through, practical examples, and also, wherein at home and also through Shastra, a child can be trained to, eat prasadam and avoid unoffered food. Aber man kann die Kinder schon dazu erziehen, nur Prasadam zu essen. And if they get that taste of prasadam early on, they actually keep that taste and follow these rules even when they go to college. So, wenn sie diesen Geschmack fürs Prasadam erreicht haben, werden sie das auch folgen, wenn sie später auf die Universität gehen. So, because food is very important because it shapes our consciousness. So, die Ernährung ist sehr wichtig, weil das unser Bewusstsein formt. We are what we eat. Wir sind das, was wir essen. So Prabhupada said that if you just followed this one rule of eating only prasadam, you'd go back to Godhead. So, Prabhupada hat gesagt, wenn wir nur diese eine Regel folgen, nur Prasadam zu essen, gehen wir zurück zu Gott. There will be some struggles, obviously, because the children are going to school. But if we give that training early on, they actually do quite well. So, es wird immer Schwierigkeiten geben, aber wenn wir von Anfang an denen immer Prasadam geben, dann wird es eine sehr gute Entwicklung sein. So these three things come together, their own practical sadhana with following an example. So, dass mehrere Sachen kommen zusammen, also das Befolgen des Sadhana, The study of Shastra, das Studieren der Schriften and then giving Krishna to others. und dann Krishna zu anderen zu geben. So which builds their faith in what they're doing. So, das bildet ihr Vertrauen innerlich. Because when other people stand there and clap for them, because they've made some presentation, So, wenn andere klatschen, während sie da vorne eine Präsentation machen,
they become actually proud to be a devotee. sind sie stolz, ein Devotee zu sein. So all these three things work together. So, diese drei Sachen gehen zusammen. If we just were to tell them, you can't eat this, and you have to, or you can't eat this, they're not going to follow. Wenn du nur sagst, das darfst du nicht essen, dann werden sie dem nicht folgen. There's too much temptation and too much pressure. Das ist zu viel große Versuchung und zu viel Druck. So good association is also very important for our children. So gute Gemeinschaft ist auch sehr wichtig. And what to do if children are going to school and they are exposed to, association of children who don't follow these regulations. So, was ist zu tun, wenn die Kinder in die Schule gehen und schlechte Gemeinschaft haben? And the idea is not to demonize those other children. So, wir sollten die anderen Kinder nicht dämonisieren. The idea is to be compassionate, but at the same time, follow our own standards. So, wir sollten barmherzig sein, aber gleichzeitig unseren eigenen Standard weiter folgen. And then again, so this comes through preaching is the essence, because when we share Krishna with others, we actually develop compassion. So, das ist der nächste Punkt. Das Predigen ist die Essenz, und wenn wir das mit anderen teilen, dann entwickeln wir Barmherzigkeit. We are not trying to, we don't think of ourselves as holy. Wir sollten nicht denken, dass wir selber die großen Heiligen sind. So in this way, children can be in this world and yet be able to negotiate these differences. So, die Kinder sind in dieser Welt, aber sie können bekommen die Unterscheidungskraft, Because world is not black and white. weil die Welt nicht schwarz-weiß ist. There's so many shades of gray. Es gibt so viele Grauzonen. And it's okay for our children to live with these differences. So, das ist gut für uns, mit diesen Unterschiedlichkeiten zu leben. But what we are trying to do is to give them the strength and the ability to rise above it. So, wir sollten ihnen die Fähigkeit geben, das Richtige da zu machen, in diesen Umständen. So where is the association? Und wo ist die Gemeinschaft? Having devotee friends. Wenn du Devotee-Freunde hast. And Mantrini Mathaji was telling me in Radhadesh, all these kids go to school, but yet their taste is all devotional. So, alle Kinder in Radhadesh, die gehen zur Schule, aber sie haben empfinden diese Hingabe. And they actually prefer to hang out with devotee friends versus karmi friends. Und sie bevorzugen es, mit Devotee-Freunden zusammen zu sein. So this can be done. Das funktioniert. So we avoid intimate association with non-devotee friends. So, wir versuchen, vertrauliche Gemeinschaft mit Nicht-Devotees zu We vermeiden. don't share food with them, or we don't spend nights with them. Wir verbringen nicht die Tage und Nächte mit ihnen. And we try to give them a lot of our own association of senior devotees, sannyasis and gurus. So, wir geben ihnen selber Gemeinschaft und von Gurus und Sadhus und We Sannyasis. bring them to the temple and have them participate in all the activities that we can do. So, wir bringen sie zum Tempel und zeigen ihnen die Aktivitäten, die wir tun. Deity worship is also very important because the child learns to see Krishna as a person. So, die Deity-Verehrung ist auch wichtig, weil das Kind Krishna als Person dann wahrnimmt. Krishna seems like a faraway person, figure for us who are conditioned. So, Krishna erscheint eine Person zu sein, die sehr weit weg von uns ist, weil wir noch konditioniert sind. So how do we develop this relationship So, with wie Krishna? entwickeln wir diese Beziehung zu Krishna? It's through service. Durch den Dienst. And that's where the love develops. Und dadurch entsteht die Liebe. When we train our children to love and serve the devotees, naturally they will develop.
So love. wenn wir die Fähigkeit der Kinder entwickeln, dass sie Liebe und Dienst für die Devotees entwickeln, dann bekommen sie auch Liebe zu Krishna. So encouraging our children to do some kind of deity worship, whether it's bathing once a week or dressing. So wir sollten versuchen, dass sie zumindest einmal die Woche die Deities baden oder anziehen. Offering food or even singing in front of the deities. It's Das so war- very important. Dass sie etwas opfern oder singen, das ist sehr wichtig. Okay, so we move on to a third part, second part. The importance of Srimad Bhagavatam for our children can be seen in these wonderful quotes by Srila Prabhupada. So die Wichtigkeit des Srimad Bhagavatam sehen wir in den Zitaten von Srila Prabhupada. I can read these quotes. Ich kann diese vorlesen. As students specifically, they should take care of reading Srimad Bhagavatam. We have therefore prescribed in our school Dallas, and from the very beginning, if they begin education with Bhagavad Gita and then come to Srimad Bhagavatam and read the whole literature, then they will be more than MA, PhD. Unsere Studenten sollten speziell sich darauf vorbereiten und so kümmern, das Srimad Bhagavatam zu lesen. Und wir haben deshalb in unserer Schule Dallas das vorgeschrieben und ganz vom Anfang an ihrer Erziehung mit der Bhagavad Gita und dann kommen sie zum Srimad Bhagavatam und dann die ganze Literatur lesen sie, dann werden sie noch mehr sein als ein MA oder PhD. Even astronomy, astrology, politics, sociology, atomic theory, everything is there. Therefore, if you study Srimad Bhagavatam very carefully, then you will get all knowledge completely. Sogar die Astronomie, Astrologie, Politik, Soziologie, die Wissenschaft der Atome, alles ist dort. Deswegen, wenn wir das Srimad Bhagavatam studieren, sehr sorgfältig, dann bekommst du alles vollkommene Wissen. Throughout the whole world, whatever knowledge is there is in the Srimad Bhagavatam. So in der ganzen Welt, wo immer es Wissen gibt, dieses Wissen befindet sich im Srimad Bhagavatam. If one simply reads the Srimad Bhagavatam, his education is the topmost. Wenn du einfach nur das Srimad Bhagavatam liest, ist deine Erziehung die beste, die höchste. If one studies Srimad Bhagavatam, he is well versed in every subject matter. Wenn man das Srimad Bhagavatam studiert, ist man sehr gut ausgestattet in jeder Thematik. So, Srila Prabhupada, what he's saying is that everything, if they study Srimad Bhagavatam, then it will give such a strong foundation that when they study other subjects, they will have no problem. So, wenn wir das Srimad Bhagavatam studieren, dann wird es einen sehr starken Eindruck machen in uns, dass wir gar keinen Wunsch haben, etwas anderes zu lesen. In other words, every subject is within the Srimad Bhagavatam. So, jedes Thema befindet sich im Srimad Bhagavatam. So Srila Prabhupada wanted our children to study English and Sanskrit just so they could read his books. So, Srila Prabhupada wollte, dass wir Englisch und Sanskrit lernen, dass wir diese Bücher lesen können. And and the reason why Srimad Bhagavatam is so important is because it cuts out the sub-religious principles. So, das Srimad Bhagavatam ist so wichtig, weil das alle untergeordneten Themen der Religion ausklammert. It's the essence of the Vedic tree. Das ist die Essenz des Baumes des vedischen Wissens. We can learn so much about this creation, the physical laws, but without understanding what is the source of this creation, it's like a bunch of zeros. So, wenn wir dann den Ursprung der Schöpfung versuchen zu verstehen, dann werden wir den Rest auch nicht verstehen, weil wir nicht den Ursprung verstehen. Das wird zu einem unheimlichen Puzzle und schwierig zu verstehen. Ja. So here we will talk about the spiritual benefits of reading Srimad Bhagavatam. So, wir sprechen über den spirituellen Nutzen des Srimad Bhagavatam. Now Srimad Bhagavatam gives good character. Srimad Bhagavatam gibt einen guten Charakter.
Because when we read the stories, when the children read the stories in the Srimad Bhagavatam of these great personalities, then their character rubs on them. So, wenn wir die Geschichten aus dem Srimad Bhagavatam lesen von diesen großen Persönlichkeiten, beeinflusst es den Charakter der Kinder. Because these are absolute personalities that are absolute in nature. Das habe ich nicht verstanden. I didn't understand. They're absolute in nature, just like Krishna is absolute. Ja. Die As- absolute Natur dieser Persönlichkeiten. So when they are reading, when they are associating with these personalities, then they actually, they actually can become that. So, wenn sie wirklich mit diesen Persönlichkeiten Gemeinschaft haben durch das Lesen, dann wird das in sie integriert, in ihrem Charakter. Prabhupada said that every child can become a Dhruva or a Parikshit Maharaj So Prabhupada sagte, jedes Kind kann ein Dhruva oder ein Parikshit Maharaj werden, if their parents so desire. wenn die Eltern das so wünschen. So why does it give good character? Is because these are examples of good role models for our children. So, warum gibt es einen guten Charakter? Weil es gute Rollenmodelle gibt für die Kinder als Beispiel. There are some nice stories such as Parikshit Maharaj story, So, es gibt eine sehr schöne Geschichte. and he displayed such good character of humility, good leadership, tolerance. So, er präsentierte eine gute Beispiel von Demut, Führerschaft und Bescheidenheit. Parikshit Maharaj was cursed by a mere boy, and it was such an insult. So, er wurde von einem einfachen Jungen beleidigt oder verflucht. Such a big emperor cursed by a little boy, So ein großer Herrscher wurde von einem kleinen Jungen verflucht. and he had all the capability of reversing the curse. Und er hatte alle Möglichkeiten, diesen Fluch wieder aufzuheben. But he was so humble, he saw it as Krishna's plan. Und er war so bescheiden und demütig, dass er das als Krishnas Plan angesehen hat. He didn't want to go against the current of time and Krishna's plan. So, er wollte nicht gegen den Strom der Zeit oder Krishnas Plan sich dem entgegenstellen. He understood that Kali Yuga was meant to come, and Srimad Bhagavatam was meant to make its appearance. So, er wusste, dass Kali Yuga kommt und das Srimad Bhagavatam wird auch dort erscheinen. And not only that, he was least concerned about the fact that he was going to die. Und er war gar nicht darum sich gekümmert, dass er letztlich sterben werden würde. In such a situation, a person would be so self-obsessed how to do something about it. So, in so einer Position würde jeder denken, was kann ich jetzt machen, der Tod kommt. But he was worried about the emotions of Shamik Rishi, that boy's father who cursed. So, er war aber sehr betrübt über den Vater von dem Sohn, der da ihn verflucht hatte. He didn't go to him to apologize because he knew that it would embarrass him. So, er ist nicht zu ihm hingegangen, um das wieder aufzuheben. Er wollte ihn nicht beleidigen. So, he just, a person who's always thinking about how the other person is feeling. So eine Person, die immer daran denkt, wie andere sich fühlen mögen. So when we read these stories, these qualities go very deep. Their qualities run very, very deep. Also wenn wir diese Geschichten hören, die Eigenschaften werden sehr tief in uns hineingehen. Yeah, just like tolerance also when he was dealing with Kali. So die Toleranz auch, die ist, wenn wir an Kali denken. Kali. Good leadership. Gute Führerschaft. Yeah. So in other words, when we have to teach our children these qualities, if we tell them or do it through any other story, it's not deep enough. It's just a moral story. So wenn wir diese Geschichten hören, ist das nicht sehr tief, sondern nur so eine Art Moralgeschichte. But we have to realize that Srimad Bhagavatam is not moral stories. Aber wir sollten nicht denken, dass Srimad Bhagavatam nur mit Moral sich beschäftigt. Srimad Bhagavatam is more than moral stories. Dieses Srimad Bhagavatam ist mehr als Moralgeschichten. You can say Ramayana could be moral stories, which is easy to make a conclusion.
So, man könnte sagen, dass so Ramayana ist so eine Art Moralgeschichte, aber ja. Yeah, how to be a good, brother, how to be a good son, Wie man ein guter Bruder oder ein guter Sohn sein könnte. and Mahabharata is about, to follow a dharma. So, ein Mahabharata ist, wie man Dharma folgt. But Srimad Bhagavatam is following your dharma in a way that pleases Krishna. Aber Srimad Bhagavatam ist dazu gedacht, dem Dharma zu folgen, um Krishna zufriedenzustellen. Which is Sanatan Dharma. Das ist ein ewiges Sanatan-Dharma. Just like in the story of Bali Maharaj, he was faced with the situation of rejecting his spiritual master. So, das ist so wie Bali Maharaj, der da in der Situation war, dass er seinen spirituellen Meister ablehnen musste. And and that was a very heavy decision for him. Und das war eine sehr schwierige Entscheidung für ihn. Because just recently, before that, his guru had actually saved him, brought him back to life after he died. Und genau vorher hatte gerade sein Guru ihn von seinem Leben gerettet. In the battle with the demigods, he actually lost his life. So, in der Schlacht mit den Halbgöttern hat er eigentlich sein Leben verloren. And Sukracharya, his guru, had brought him back to life. Und sein Guru hat ihn wieder zum Leben zurückgebracht. Imagine, he's rejecting a guru who saved his life. So, das muss man sich vorstellen. Der Guru hat sein Leben gerettet und jetzt muss man ihn ablehnen. And so why did he reject it? It's because the higher principle was there of loyalty to Krishna. So, warum hat er ihn abgelehnt? Weil es ein höheres Prinzip war, loyal zu Krishna zu sein. So the Vedic dharma of following your guru versus what is proper, what is pleasing to Krishna. So, die vedische Dharma ist, was ist richtig zu machen, um Krishna zufriedenzustellen. So Srimad Bhagavatam helps us to make these kind of decisions. So, Srimad Bhagavatam hilft uns, diese Art von Entscheidungen zu fällen. There could be two seemingly equal situations, but which way to go? Es gibt zwei ähnliche Situationen und für welche sollen wir uns entscheiden? Similar, Arjuna was also in similar situation. Und Arjuna war auch in derselben ähnlichen Situation. He presented so many arguments to Krishna for not wanting to fight. Er hat so viele Argumente gebracht und gesagt, ich will nicht kämpfen. But in the end, he did what pleased Krishna Aber am Ende hat er dann sich entschieden, Krishna zufriedenzustellen and rejected all the lower dharmas. und hat alle niedrigen Dharmas abgelehnt. No other book does that except for Srimad Bhagavatam. Kein anderes Buch macht das als das Srimad Bhagavatam. So we can teach our children any type of best classic in the world, So, das ist ein Klassiker in der Welt. but that's not going to develop the real character in them. That will not develop that real character in them. Aber durch das Studium dieser Schriften entwickelt sich unser Charakter. And Prabhupada says such children should be leaders of society. Und Prabhupada sagt, Menschen mit gutem Charakter sollten die Führer der Gesellschaft werden. And they will become like Yudhishthira Maharaj and Parikshit Maharaj. Und die Studenten dieser Schrift werden wie Yudhishthira und Parikshit Maharaj. And that is why these people stood out and they were able to be emperors of the entire planet. Und solche Menschen wurden dann zu Kaiser über den ganzen Planeten. And there was just one flag flying. Es gab auf der ganzen Erde nur eine Flagge. So this is not something that we read about in ancient times and is not applicable to us. So, das ist also nichts, was in der Vergangenheit passierte und für uns nicht mehr umsetzbar ist. So academic benefits, we think that we all understand that the goal of reading Srimad Bhagavatam is to go back to Godhead. Der akademische Nutzen des Lesens des Srimad Bhagavatam ist das nächste Thema und wir alle glauben, dass das Ziel des
Studiums des Bhagavatams darin besteht, zurück zu Krishna zu gehen. But we have to understand that even in non-devotional areas, study of Srimad Bhagavatam can give all the skills that one needs. Aber wir müssen verstehen, dass sogar in anderen Bereichen das Srimad Bhagavatam alle Fähigkeiten vermitteln kann, die man braucht. Today's employers and educational institutions are looking for candidates who are not only just get excellent marks in their college. Die Arbeitgeber heutzutage bemühen sich um Arbeitnehmer, die nicht nur gute Zensuren bringen, They're looking for employees who can critically think and reason, sondern für solche Angestellte, die suchen nach solchen Angestellten, die kritisch denken und selber vernünftig handeln können. who can take a problem and synthesize it, organize it, and then give a proper solution. Die sich eines Problems annehmen können, es analysieren können und dann zur richtigen Lösung kommen. They're looking for people. For example, in America, if you want to become a lawyer, the prerequisite that they want is to have a degree in philosophy. In den USA zum Beispiel ist die Voraussetzung dafür, dass jemand Rechtsanwalt werden kann, dass er einen Abschluss in Philosophie hat. Not because of the philosophical content, it's because the skills that are needed to come to a philosophical solution. Nicht wegen der Philosophie an sich, sondern wegen der Fähigkeiten, die man braucht, um zu einer philosophischen Schlussfolgerung zu kommen. So study of Srimad Bhagavatam gives all the training for an amazing lawyer. Das Studium des Srimad Bhagavatams vermittelt also alle Fähigkeiten, ein guter Rechtsanwalt zu werden. Because it goes through layers and layers of deep critical thinking. Weil im Srimad Bhagavatam vielschichtiges, kritisches Denken mit einbezogen ist. Just one example, like for example the Jai Vijay story I was doing with children who were like 8 to 10 years old. Die Geschichte von Jai und Vijay zum Beispiel hat sie mit Kindern durchgenommen, die 8 bis 10 Jahre alt waren. The chapter where Jai and Vijay are cursed by the 4 sages. Das Kapitel, wo Jai und Vijay von den 4 Sanat Kumar Weisen verflucht wurden. These 4 sages were trying to enter Vaikuntha and the 2 bodyguards of Krishna, they stopped them. Diese 4 Weisen wollten nach Vaikuntha eindringen und die beiden Türhüter hielten sie auf. And they got angry and they cursed them. Die ärgerten sich dann und verfluchten die 4 Weisen. So we were debating whether Umgekehrt, die 4 Kumaras verfluchten die Türhüter. whether the Kumaras were right or the gatekeepers were right. So, wer hatte nun recht? Die 4 Kumaras, die eindringen wollten, oder die Torhüter? Was this, just being stopped at the gate, did that warrant such a heavy curse? Hat die Tatsache, dass sie am Tor aufgehalten wurden, einen so starken Fluch gerechtfertigt? Because they were cursed to have 3 lives as demons. Weil sie letztendlich dazu verflucht wurden, 3-mal als Dämonen geboren zu werden. Is anger a good thing? Do pure devotees get angry? Ärgern sich reine Gottgeweihte? Ist Ärger eine gute Sache? But they could be right because they had such an intense desire to see Krishna and they were such elevated devotees, they should not have been stopped. Diese 4 Kumaras hatten so einen starken Wunsch, Krishna zu sehen, und sie waren so erhabene Gottgeweihte, man hätte sie nicht aufhalten sollen. But on the other hand, Jai Vijay, were they right or wrong? Should they have stopped? Hatten Jai und Vijay recht? Hätten sie aufhalten sollen oder nicht? Or maybe they were doing the duty, and they were doing the duty. They had to check everybody out, whoever enters Vaikuntha. Sie haben vielleicht nur ihre Pflicht ausgeübt. So you see, this so many layers were there, and then Krishna comes walking in as a transcendental mediator. Das ist also eine sehr vielschichtige Angelegenheit, und schließlich kommt Krishna
und vermittelt. And Krishna starts glorifying devotees, brahmanas, devotees. Und Krishna beginnt damit, seine Geweihten zu ruhmpreisen. How he's in their hearts and they are in his hearts. Wie in ihren Herzen ist und wie sie in seinem Herzen sind. And this creates a great confusion in the minds of the sages. Und das führt zu großer Verwirrung im Geiste dieser 4 Weisen. And they started to wonder whether Krishna is on their side or on the side of the devotees. Und sie fragen sich, ist Krishna nun eigentlich auf unserer Seite oder auf der Seite der Türhüter? They started to feel that if devotees are so dear to Krishna, then they must be wrong. They should not have cursed. Sie denken also, diese beiden Türhüter-Devotees sind Krishna so lieb, dass sie nicht hätten verfluchen sollen. And they made a mistake. Und sie denken, wir haben da einen Fehler gemacht. So they, instead of being angry anymore, they started to ask the Lord to punish them. Und anstatt weiter zornig zu sein, baten sie Krishna, sie zu bestrafen. So you see, so many things are here, so many topics. Is anger? What is good anger and what is bad anger? Also so viele Themen gibt es hier. Was ist guter Zorn und was ist schlechter Zorn? And also, when they were cursed, how did the gatekeepers take the curse? Und auch als sie dann schließlich verflucht wurden, wie haben diese beiden Torhüter den Fluch aufgenommen? Did they retaliate back? Did they get angry? After all, they were very powerful people. Haben sie sich gerecht, wurden sie zornig? Schließlich waren sie sehr mächtige Persönlichkeiten. But no, instead of that, they asked the Kumaras to help them not forget Krishna. Aber stattdessen baten sie die Kumaras um den Segen, Krishna nicht vergessen, In the journey as demons. während sie also Dämonen seien. So you see, so many layers are there, right? Das ist also eine sehr vielschichtige Angelegenheit. And Srimad Bhagavatam is also taught in the way of contrast. Und das Srimad Bhagavatam wird auch durch Kontraste vermittelt. You know, Hiranyakashipu was a bad demon, but then we have Prahlad as a noble child. Hiranyakashipu war ein großer Dämon, aber Prahlad Maharaj war so ein edles Kind. So in other words, we don't. Bhagavatam never creates any detrimental effect on the children. Das Bhagavatam hat also nur gute Auswirkungen auf Kinder. Because many parents feel that there's so many topics. They will create too much negativity when you hear of demon fathers or stories like that. Manche Eltern glauben, das würde zu negativen Eindrücken bei Kindern führen, wenn sie von dämonischen Eltern hören. Because there's always the other side. Es gibt aber immer die andere Seite auch. Because Bhagavatam is taught by contrast. Denn das Bhagavatam wird durch Kontraste vermittelt. That even in a world we are surrounded by demoniac people, we can be Prahlad. In einer Welt, wo wir von Dämonen umgeben sind, können wir wie Prahlad sein. So children growing up with study of Bhagavatam, they have a very positive and optimistic view of life. Kinder, die aufwachsen, während sie das Srimad Bhagavatam studieren, haben eine sehr positive Lebenssicht. Because they have a solution for the problems. Denn sie haben Lösungen für die Probleme der Welt. Imagine children growing up in the society where they actually don't have an answer. Denkt an die Kinder, die in dieser heutigen Gesellschaft aufwachsen und tatsächlich keine Antworten haben. It will create these problems of addiction and frustration. Das führt zu Sucht und Frustration. I think we can stop here. Yeah, you can do the last slide about the books. You have one slide about the books. You mean show the slide? Okay. You have a photo. Right there.
So these are actually one book is missing here, 6th canto. But these are the books that's available here. So, hier haben wir also die Bücher, die hier zur Verfügung stehen. So what we have in the books is a story summary, which is chapter by chapter. Wir haben also hier die Zusammenfassung der Geschichten, Kapitel für So Kapitel. each chapter has a story summary and discussion questions. Und dann gibt es Fragen, die diskutiert werden können. Yeah, and then we have many activities which brings the philosophy out in a way that's child friendly. Dann haben wir also viele Aktivitäten, die kinderfreundlich sind und wo die Philosophie dann umgesetzt wird. It has critical thinking activities, introspective activities, analogy activities. Kritik, Verwirklichung, Analogien, all solche Sachen kommen davor. Theater activities, language activities, Sprachliche Aktivitäten, artistic activities. künstlerische Aktivitäten. So it just makes the subject matter fun but at the same time they're learning the whole philosophy. Es bringt also viel Spaß, mit dem Srimad Bhagavatam zu lernen, aber gleichzeitig lernen die Kinder die ganze Philosophie. It's based on the purpose of Srila Prabhupada. Es gründet sich auf Srila Prabhupads Erläuterungen. And we have a team of about 10 people who are working together since many years. Und wir haben ein Team aus 10 Leuten, die seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Okay, so I will stop here. Thank you very much. Vielen Dank, das war's für heute. If we have 5 minutes, if anybody has any question or comment. 5 Minuten haben wir für Fragen. Yeah, we have in Germany the problem that we are not allowed for homeschooling. In Deutschland darf man seine Kinder nicht zu Hause So if durch Schulen. you could, if you know before, then you could focus more on other things like problems with not homeschooling, because my children, they went to normal school and all these problems having association with other people and other children. So this was a big problem. Homeschooling is nice, but it's not possible. Yes, very, very, very good comment. Sehr guter Kommentar. But the thing is that I give my experience on homeschooling, but these themes are meant for whether your children are also going to school. These themes aber. They are also applicable to children who are going to school. Aha, also ja, das ist für Sie wichtig zu wissen, dass in Deutschland also der Unterricht durch die Eltern zu Hause nicht erlaubt ist, aber dieses, was Sie jetzt präsentiert haben, lässt sich auch auf Kinder anwenden, die also in gewöhnliche Schulen gehen. The morning program is still applicable for them. Man kann zum Beispiel das Morgenprogramm machen. We can make it flexible, we can make it shorter. Man kann es flexibel machen, abkürzen. Srimad Bhagavatam should be taught to children even if they are going to school. Srimad Bhagavatam sollte den Kindern beigebracht werden, auch wenn sie zur Schule gehen. And many parents who've understood the importance, they are teaching the kids after they come back from school. Und viele Eltern, die also die Wichtigkeit eingesehen haben, die unterrichten ihre Kinder, nachdem sie von der Schule zurückgekommen sind. And the last one is preaching the essence, which is, fun extracurricular activities where children are encouraged to go out and share. So, der letzte Punkt wäre, Predigt ist die Essenz, wo die Kinder ermutigt werden, hinauszugehen und ihr Wissen mit anderen zu teilen. Of course, there are other challenges when they are going to school. Wenn sie zur Schule gehen, gibt es natürlich andere Herausforderungen. And especially them moving away from Krishna consciousness, a lot of that kind of challenge. Viele entfernen sich dann von Krishna Bewusstsein. And that again, we have to bring them, together as a strong community if possible. Und wir müssen sie wieder zusammenbringen, um eine starke Gemeinschaft zu bilden. And encourage and get them to work together
for example, doing Harinama together and studying Shastra together. Verschiedene gemeinschaftliche Aktivitäten müssen wir dann organisieren, wie zum Beispiel gemeinsame Harinam oder gemeinsames Studium der Shastra. So these basic principles that Srila Prabhupada gave, they still remain the same. So, also die gleichen grundsätzlichen Prinzipien bleiben erhalten, auch wenn die Kinder nicht zu Hause unterrichtet werden. Anything else? Anybody here? Yes, please. Yeah, one thing we did when my wife and me and our 3 children came from US. They were only 1, 2, 3 years old. They were all born when we lived in temples. But and we were thinking how to apply Prabhupada's Gurukula instructions, even here in Germany, although homeschooling is not allowed. And we formed an association called the Gurukula Initiative. That means we got together with other young parents who had children of the same age, and we met regularly. We read Krishna book with our children together, and some mothers were good at making little Krishna dramas for their children. And on the holidays we would spend at temples and have all kinds of programs for young children. We published a monthly newsletter, things like that. And this way we taught our children Krishna consciousness, although they went to normal school. Different things one can do. Kannst du auf Deutsch nochmal die Frage? Bitte. Ja, also als meine Frau und ich mit unseren 3 Kindern aus Amerika zurückkamen, haben wir hier in Deutschland eine Initiative Gurukula gegründet. Weil ja in Deutschland also eine wirkliche Gurukula oder auch Unterricht zu Hause nicht erlaubt ist. Wir haben uns zusammengetan mit anderen jungen Eltern, Kindern, gleichaltrigen Kindern, und mit denen haben wir dann regelmäßige Programme gemacht. Wir haben einen Grundbrief rausgebracht. Manche Mütter waren gut, so Theaterspiele zu machen für die Kinder, und wir haben Srimad Bhagavatam zusammen gelesen und die Ferien in Tempeln verbracht, zum Harshalam und so weiter, mit Kinderlager und so weiter. Yes, so very nice, Prabhu, because this way they were getting that good association with other children. Yeah, and the effect now, our children are all in their late 30s. My eldest son is 39. But they still have the same friends from those times, the same devotee children. Those remain their best friends still, and so that association accompanies them throughout their lives. Yeah. Yes. Yeah, that's the key thing, is to give them this, other side, and they naturally, that wins over eventually. So, also unsere Erfahrung, unsere Kinder sind alle jetzt in den späten 30ern, der Älteste ist schon 39, aber die haben immer noch die gleichen Freunde aus diesen Kindheitstagen. Also es prägt sie, das, was sie in der Kindheit erleben. So unless we provide this other strong side of devotee association, then how do we pull them out, So diese Gemeinschaft mit Devotees zu erleichtern, den Kindern zur Verfügung zu stellen, ist extrem wichtig. Wie sonst werden die sich sonst vor der Materie, vor materiellen Einflüssen schützen? Ja, ich habe gehört, dass Sie, my wife translated, ich habe gehört, dass Sie in Amerika so viel erreicht haben im Krishna-Bewusstsein, vom Haushälterleben bis zu jetzt gehört ein großer Tempel ist bei Ihnen. So, was würden Sie sagen, was ist der Schlüssel für diesen Erfolg, den Sie dort erreicht haben? Was ist das Geheimnis? Oder was ist das Wichtigste, was Sie denken, dass zu dem gekommen ist? Kannst du gerne machen, das gerne. Ja. He wants to know from you the secret how you established such a big temple in Boise, starting from a small center. What's the secret? Well, it's not a very big temple. It's still a medium-sized temple. Okay.
Es ist kein großer Tempel, ein mittlerer Tempel. Ah, okay. It's, well, we started out with going, we took a place next to the university, first of all. Also sie hatten einen Ort, einen Platz in der Nähe der Universität von Boise. It was just 1 block away. Die Universität war nur einen Block entfernt. So it gave us access to inviting people to our center. So konnten wir also leicht Menschen in unser Zentrum einladen. And my children were very small at that time. Die Kinder waren zu der Zeit noch sehr klein, We were 2 and 4. 2 und 4 Jahre And alt. I would take one in the stroller and walk over and distribute books and cards. So, sie nahm also ein Kind in die Hand und hat dann gleichzeitig Bücher und Einladungskarten It was verteilt. so much fun for them. Und das brachte den Kindern sehr viel And then Spaß. if somebody showed up after getting a book, it was like the most exciting day. Und dann, wenn dann jemand kam, nachdem er ein Buch bekommen hatte, dann war das sehr aufregend. And that way, gradually, we built up and started inviting people, and doing a regular program. Und allmählich kamen dann immer mehr Leute, sie machten dann regelmäßige Programme. There weren't many Indians there, Da gab es nicht viele Inder, so that was our option, and we tried to do that. so waren wir also. And gradually, the temple became bigger. Dann allmählich wuchs der Tempel, We had deities, wir hatten Deities, dann got a pujari to help us. Pujari war da, We started developing a community around the temple, die entwickelten da eine Gemeinschaft um den Tempel herum and our focus was a lot of preaching programs we had. und die hatten viele Predigtprogramme, das war ihr Hauptfokus. We became quite famous there as the Hare Krishnas, Die wurden da als Hare Krishnas ziemlich bekannt and sharing Krishna kept everybody's spirits up. und alle haben sich gefreut. When we engage in this, missionary Sankirtan that Lord Chaitanya wanted us to have, it creates a real amazing, togetherness. So, wenn man sich also in diesem Harinam Sankirtan beschäftigt, den Chaitanya Mahaprabhu wollte, das führt also zu einem großartigen Zusammengehörigkeitsgefühl And inspiration. und inspiriert ungemein. We had a lot of challenges though. Wir hatten trotzdem viele Herausforderungen. Thank you. He is our Harinam man, Dr. Misha and his wife. And Yeah, also Vishaka Priya and some others, they go out on Harinam regularly and very enthusiastic. The entire group is very enthusiastic. Prabhu, all glories to you Thank and thank you, Mathaji. Mathaji. So We wonderful. need your blessings for Hamburg, I please. I was looking down the window, and that's the first people I saw. You both, driving in, pulling in, and the car was full of books. So, das erste, was Arruda sah, war dieses Auto voller Bücher und wie er da kam, wie er von Harinam kam. Wonderful, Prabhu. Thank you. Go ahead. I was in Boise. Kannst du ein Mikrofon geben, bitte? You in Boise? Yes, in 2013. Is it that same temple? Yeah, probably. Yeah. Because is it that your husband visited Hamburg 2 or 3 times? Here? Is it? Yeah, one time. One time, no, at twice. least, maybe twice. Yeah. He was visited twice, I remember. And he said he's from Rajasthan, Yes. correct? Yeah. Yeah. I visited that temple in Boise Okay. in 2013. Wow. Small world. Small world. Yes. And it's the same temple. Oh, okay. Yes. Thank you. Also Vasudev hat den Tempel auch gesehen. Vasudev war mal da in Boise. Oh, wirklich, wow. It's so far off. I mean, it's not somewhere in the middle of USA. Yeah, it's Ja, not. ziemlich entlegen, also nicht irgendwo. Idaho is really hardly anybody visits Idaho, I think.
Idaho ist, dass kaum jemand besucht die Idaho. Das ist in mountains and Yes, mountains. yeah, Beautiful place, yeah. nature. That's right. Okay, I think we've run out of time. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. It's 108 euros. 108. Yeah, with this, it goes together with the 7 books. 7 bucks. Yeah. 108 Yeah. euros. That's a good price. 108. I think we take also one. No, Got it? I got to get. थोड़ा बहुत प्रसाद लेट हो गया यार, it's 8:30. I can reach it in 9:30, 10 o'clock. तो घर पे जाके क्या करेंगे? Prabhu, you go? He's going. Krishna wollte mir Geld leihen, vielleicht leiht er dir Geld. Ich habe gesagt, meine Frau hat genug noch. You über. can serve now. We can No, it is ready. It is ready. Ready, yeah. You accept credit card or receipt or No. only cash? Yes. Maybe I can Also call take- some- क्या हो? No, not enough money.